Seit Jahrzehnten diskutieren die Fans über die wahre Beziehung zwischen Chuck Norris und Bruce Lee. Waren sie Freunde, Rivalen? Wer war wirklich der Beste? Und jetzt, im Alter von 85 Jahren, sagt Chuck Norris endlich die Wahrheit. Und was er gerade enthüllt hat, hat alle schockiert. Wer würde Ihrer Meinung nach in einem echten Kampf gewinnen? Bruce Lee oder Chuck Norris? 1 für Bruce, 0 für Chuck. Die unwahrscheinliche Freundschaft. Die wahre Geschichte von Bruce Lee und Chuck Norris wird in The Unlikely Friendship erzählt. Es ist wichtig, die außergewöhnliche Kameradschaft zu verstehen, die zwischen Bruce Lee und Chuck Norris bestand, bevor die verblüffende Wahrheit über Bruce Lees Tod bekannt wurde. Chuck Norris und Bruce Lee sind zweifelsohne zwei der kultigsten Action-Schauspieler und Kampfsportler der Geschichte. Doch wie kam es zu ihrer außergewöhnlichen Freundschaft, die in einer der legendärsten Konfrontationen der Filmgeschichte gipfelte? Die Geschichte hat ihre Wurzeln in den späten 1960er Jahren, als sowohl Lee als auch Norris sich als herausragende Persönlichkeiten in ihren jeweiligen Berufen etablierten. Bruce Lee war begeistert davon, seinen Horizont zu erweitern, da er in Hongkong bereits mit seinen ersten beiden Filmen The Big Boss und Fist of Fury Anerkennung gefunden hatte. Chuck Norris hingegen war ein Karate-Weltmeister, der zahlreiche Turniere und Titel in den Vereinigten Staaten und im Ausland gewonnen hatte. Norris siegte 1967 bei der All-American Karate Open Championship, während Lee eine fesselnde Kampfkunstvorführung gab. Bei dieser Veranstaltung kreuzten sich ihre Wege zum ersten Mal. Nach der Veranstaltung trafen sie sich zu Gesprächen über Kampftechniken und Kampfsportarten, da sie beide von den Fähigkeiten des anderen beeindruckt waren. Während ihres Gesprächs stellten sie fest, dass sie beide eine ähnliche Begeisterung für die Kampfkünste hatten und beschlossen, gemeinsam in Lees Hinterhof zu trainieren. Lee, der für seine Offenheit, von anderen zu lernen bekannt war, gewann von Norris wichtige Erkenntnisse, insbesondere im Bereich der Hochschlagtechniken. Lee hatte zuvor die Ansicht vertreten, dass ein Kampfsportler niemals oberhalb der Taille zuschlagen sollte. Norris brachte ihm jedoch bei, wie wichtig es ist, aus jeder Position heraustreten zu können, insbesondere wenn der Gegner seinen Kopf freilässt. Lees High-Kicks hatten innerhalb von 6 Monaten Training das gleiche Niveau erreicht wie die von Norris. Norris war gleichzeitig von Lees Philosophie, seinen Muskeln und seiner Schnelligkeit fasziniert. Er übernahm Lees innovative Jeet Kune Do-Technik, eine Kampfkunstphilosophie und einen Stil, den Lee selbst entwickelt hatte. Jeet Kune Do zeichnet sich durch seine Prinzipien der Einfachheit, Direktheit und Freiheit aus, die darauf abzielen, die Beschränkungen der konventionellen Kampfkünste zu überwinden. Das Abfangen ist ein grundlegendes Prinzip des Jeet Kune Do, bei dem es darum geht, den Angriff oder die Absicht des Gegners abzufangen, bevor er sein beabsichtigtes Ziel erreicht. Dies erfordert eine erhöhte Anpassungsfähigkeit, Schnelligkeit, Koordination und Aufmerksamkeit. Mit einer Vielzahl von Techniken, darunter Schläge, Tritte, Ellbogen, Knie, Fallen, Schlösser und Würfe, werden Jeet Kune Do Praktizierende darauf trainiert, abzufangen. Neben seinem Status als Kampfsportart fördert Jeet Kune Do die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Selbstverbesserung, Kreativität, Flexibilität und Aufgeschlossenheit. Norris bewunderte auch Lees Hingabe und Eifer, was zu einer Stärkung ihrer Freundschaft führte. 1972 lud Lee Norris ein, in seinem 3. Film Way of the Dragon mitzuspielen, bei dem er auch das Drehbuch schrieb und Regie führte, was auf die gute Zusammenarbeit der beiden zurückzuführen war. Diese Kampfsport-Action-Komödie aus Hongkong war ein durchschlagender Erfolg an den Kinokassen und zeigte das enorme Talent und Charisma von Norris und Lee. Tang Lung, ein junger Kampfsportler aus Hongkong, reist nach Rom, um seinen Freunden zu helfen, ihr Restaurant vor einem bedrohlichen Verbrecher zu beschützen. Der Weg des Drachen ist die Geschichte, die sich entfaltet. Colt,
der Auftragskiller des Verbrecherführers, wird von Norris im Kolosseum dargestellt und der Film gipfelt in einer legendären Konfrontation zwischen Tang Lung und ihm. The Way of the Dragon war nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern festigte auch seinen Status als einer der besten Martial-Arts-Filme aller Zeiten. Er zeigt einige der ikonischsten Kampfszenen der Filmgeschichte und ist ein Beispiel für Bruce Lees Philosophie der Anpassungsfähigkeit, Kreativität und Selbstdarstellung. Die unwahrscheinliche Allianz zwischen Bruce Lee und Chuck Norris hat nicht nur einen unauslöschlichen Eindruck in der Welt der Kampfkünste und des Films hinterlassen, sondern ist auch ein Beweis für die Wirksamkeit von gegenseitigem Respekt, gemeinsamer Leidenschaft und unerschütterlicher Hingabe. Der mysteriöse und unzeitgemäße Tod von Bruce Lee. Bruce Lee ist ein Held der Popkultur des 20. Jahrhunderts und wird oft als der einflussreichste Kampfsportler aller Zeiten angesehen, der die Kluft zwischen Ost und West überbrückt hat. Er gilt gemeinhin als der einflussreichste Kampfsportler aller Zeiten. Sein revolutionärer Einfluss auf die Darstellung von Asiaten im amerikanischen Kino wurde in den Filmen deutlich, bei denen er Regie führte. Yi Sung-chung, Dozent an der Universität von Michigan, stellte fest, dass Lee die vorher herrschenden Vorurteile über asiatische Männer, die sie als entmannt, unreif oder als Haussklaven darstellen, in Frage stellte. Stattdessen stellte Lee sie als rau, kraftvoll und gut aussehend dar. Als Folge seiner Berühmtheit entstand ein neues Stereotyp, nämlich das des traditionellen Kampfsportlers. Trotzdem hat das plötzliche und mysteriöse Ableben von Bruce Lee im Alter von 32 Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt und viele Fragen offen gelassen, die nicht beantwortet wurden. Lee starb am 10. Mai 1973, während er in einem Filmstudio in Hongkong an einer Session für Enter the Dragon arbeitete. Nach dem Vorfall wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Behandlung schien es, als ob er sich vollständig erholt hätte. Am 20. Juli 1973 war Lee in Hongkong, um mit dem Schauspieler George Lazenby und dem Produzenten Raymond Chow über ein Filmkonzept zu verhandeln. Dieser Vorfall ereignete sich etwas mehr als 2 Monate nach Lees Ankunft in Hongkong. Nach einem fruchtbaren Gespräch mit Chow ging Lee in die Wohnung seiner Kollegin Betty Ting Pei, um das Drehbuch durchzugehen. Aufgrund unvorhergesehener Umstände war Lee nicht in der Lage, an dem Abendessen teilzunehmen, zu dem er mit Lazenby eingeladen worden war. Als Chow eintraf, um nach Lee zu sehen, konnte er ihn nicht mit irgendwelchen Aufwecktechniken wecken. Trotz aller Versuche, Lee wieder zum Leben zu erwecken, wurde er bei seiner Ankunft im Queen Elizabeth Hospital für tot erklärt. Der frühe Tod von Bruce Lee bedeutet nicht nur den Verlust einer legendären Figur in der Welt der Kampfkünste, sondern hinterlässt auch eine klaffende Lücke in der Unterhaltungsbranche und wirft eine Vielzahl von Fragen zu den tatsächlichen Umständen seines Todes auf. Norris trauert um Bruce Lee. Insbesondere Chuck Norris gehörte zu den Menschen, deren Leben sich durch den Verlust von Bruce Lee erheblich verändert hat. Norris würdigte Lee in einer Reihe von Interviews und Magazinen der gesamten Branche. Lee war ein Phänomen, das die Disziplinen Kampfsport und Film revolutionierte, so Norris, der ihn als Genie bezeichnete. Außerdem drückte er seine Unzufriedenheit darüber aus, dass er nicht die Gelegenheit hatte, Lees Entwicklung und seine Leistungen zu beobachten. Als er älter wurde, nach dem unerwarteten Tod von Bruce Lee, hielt Chuck Norris weiterhin engen Kontakt zu seiner Familie, insbesondere zu Brandon Lee, dem Sohn von Bruce Lee. Obwohl Brandon erst 8 Jahre alt war, als sein Vater starb, konnte er die Begeisterung seines Vaters für die Schauspielerei und den Kampfsport übernehmen. Brandon hat diese beiden Fähigkeiten von seinem Vater gelernt. Durch sein Streben nach einer Schauspielkarriere konnte er in einer Reihe von bekannten Filmen mitwirken, darunter Showdown in Little Tokyo, Rapid Fire und The Crow. Brandon sah zu Chuck Norris als Wegweiser
und Kumpel auf, der ihm sowohl im Beruf als auch im Haushalt zur Seite stand und ihm bedingungslose Unterstützung bot. Er hatte einen großen Einfluss auf sein Leben. Im Alter von 28 Jahren wurde Brandon Lees Leben brutal unterbrochen, als er an den Folgen eines katastrophalen Unfalls am Set von The Crow starb. Seine Zukunft war voller Möglichkeiten und Aussichten. Da Norris Brandon als seinen Sohn betrachtete und sehr stolz auf ihn war, hatte der versehentliche Schusswechsel einen großen Einfluss auf ihn. Sowohl Bruce als auch Brandon Lee waren verstorben. Und Norris war zutiefst erschüttert von dieser Nachricht. Er nahm an Brandons Beerdigung teil, um ihm die letzte Ehre zu erweisen und seiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass die beiden im Paradies wieder vereint sein würden. Obwohl die mysteriösen Umstände des Todes von Bruce und Brandon Lee nach wie vor viele Menschen in ihren Bann ziehen, halten sich hartnäckige Spekulationen über die wahren Hintergründe seines vorzeitigen Ablebens. Chuck Norris Theory. Chuck Norris hat sich kürzlich zum tragischen Tod seines engen Freundes Bruce Lee geäußert, der sich auf einer Veranstaltung der San Diego Comic-Con ereignete. Norris war bei der Veranstaltung anwesend, um eine Vorführung von Kampfsportarten zu sehen. Norris war in der Lage, die schrecklichen Ereignisse, die zu Lees Tod führten, zu beleuchten, da er mit Lees Lebensweise und seinen gesundheitlichen Sorgen gut vertraut war. Als Folge einer Rückenverletzung, die sich Lee 1968 bei einer als Good Mornings bekannten Gewichthebeübung zuzog, behauptet Norris, dass Lee einen Bandscheibenvorfall in der Wirbelsäule hatte. Dies war eine Folge der Rückenverletzung, die er sich zugezogen hatte. Infolge der anhaltenden Qualen und der Bewegungseinschränkung, die diese Verletzung mit sich brachte, benötigte der Betroffene schließlich einen chirurgischen Eingriff und Medikamente, um sich zu erholen. Die Hartnäckigkeit und Ungeduld, die Lee besaß, veranlassten ihn, sein intensives Training und seine beträchtliche körperliche Aktivität fortzusetzen, obwohl die Fachärzte ihm dringend geraten hatten, sich auszuruhen und seinem Körper die Möglichkeit zu geben, sich auf angemessene Weise zu erholen. Im Verlauf seines gesamten Lebens, einschließlich seiner körperlichen Erscheinung, unterstrich Norris Lees unnachgiebiges Streben nach Größe in allen Aspekten seiner Existenz. Aufgrund seines schnellen Stoffwechsels legte Lee großen Wert darauf, neben Nahrungsergänzungsmitteln wie Ginseng und Gelee Royal auch eine große Menge an Proteinen zu sich zu nehmen, um seine Energie und seine allgemeine Leistungsfähigkeit zu steigern. Er tat dies, um sich einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten zu verschaffen. Um seinen Körper zu entschlacken, nahm er außerdem sehr viel Wasser zu sich, häufig bis zu 10 Liter täglich. Während Lee sich in Hongkong aufhielt, wo er die Vorbereitungen für seinen kommenden Film Game of Death traf, litt er unter starken Kopfschmerzen. In dieser schwierigen Zeit fand er Trost bei der Schauspielerin Betty Ting Pei, mit der er ein gutes Verhältnis hatte. Lee war sich nicht bewusst, dass das von ihm eingenommene Medikament Aspirin enthielt, gegen das er allergisch war, obwohl er es eingenommen hatte. Es wird berichtet, dass die Mischung aus Medikamenten, Vitaminen und Wasser eine Reaktion in Lees Körper auslöste, die schließlich in einem Hirnödem gipfelte, das auch als Schwellung des Gehirns bezeichnet wird. Ein potenziell tödlicher Zustand, der als Hirnödem bezeichnet wird, ist durch die Ansammlung von Flüssigkeit im Gehirn gekennzeichnet, die zu einem Anstieg des Drucks im Gehirn führt, die Schädigung der Gehirnzellen, die Verringerung des Blutflusses und der Sauerstoffmangel sind allesamt potenziell lebensbedrohliche Folgen, die sich daraus ergeben können. Andererseits ist Norris' Darstellung, obwohl sie nur eine einzige Perspektive auf Lees Tod bietet, einer Vielzahl weiterer Unsicherheiten ausgesetzt. Eine neue Perspektive auf die Ereignisse rund um den Tod von Bruce Lee, bei der die Wahrheit ans Licht kommt. Als Bruce Lee, eine große Figur in der Welt der Kampfkünste, im hohen Alter verstarb, waren die Umstände seines Todes lange Zeit Gegenstand leidenschaftlicher Diskussionen und Kontroversen. Der Biograf Matthew Pauly hingegen hat eine einzigartige Sichtweise geliefert,
die die bisherigen Antworten in Frage stellt und einen Blick auf den wahren Grund für Lees Tod wirft. Auf den Seiten seines Buches Bruce Lee, Alive, Bruce Lee. Ein Leben geht Paul Lee auf die Einzelheiten von Lees letzten Tagen ein und bietet eine neue Perspektive auf die Kette von Ereignissen, die zu seinem tragischen Tod führten. Um seine Theorie zu untermauern, präsentiert er eine Fülle von Fakten, die wichtige Aspekte von Lees Leben und Gesundheit beleuchten und darauf hindeuten, dass ein Hitzschlag höchstwahrscheinlich die wahre Todesursache ist. Eine der wichtigsten Informationen, die Paul Lee ans Licht gebracht hat, ist die Entscheidung von Lee, sich operieren zu lassen, um seine Schweißdrüsen entfernen zu lassen. Die natürliche Fähigkeit von Lees Körper, die Temperatur durch Schwitzen zu regulieren, wurde durch seine Entscheidung, die Schweißdrüsen in seinen Achselhöhlen entfernen zu lassen, beeinträchtigt. Die Tatsache, dass Lee auf der Leinwand ein bestimmtes Aussehen beibehalten wollte, war die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung. In Anbetracht der Tatsache, dass Lee viel Zeit in Hongkong verbrachte, das für sein heißes und feuchtes Klima bekannt ist, gewinnt diese Information an Bedeutung, wenn man sie im Zusammenhang mit den Umgebungsbedingungen betrachtet. Paul Lee glaubt in seinem Fall, dass Lees chirurgische Veränderung ihn empfindlicher für die Auswirkungen von Hitzeeinwirkung gemacht und damit die Voraussetzungen für einen möglichen Hitzschlag geschaffen hat. Er begründet dies damit, dass Lee durch die Operation anfälliger für extreme Hitze wurde. Außerdem weist Paul Lee auf einen Vorfall hin, der sich vor Lees Tod ereignete und bei dem er Symptome zeigte, die auf einen Hitzschlag schließen lassen. Während der Arbeit an dem Film Enter the Dragon stürzte Lee, woraufhin ein Hirnödem diagnostiziert wurde. Dieses Ereignis ereignete sich nur wenige Wochen vor seinem plötzlichen Tod. Paul Lee hingegen ist der Ansicht, dass dieser Vorfall in Wirklichkeit ein Zeichen für einen Hitzschlag gewesen sein könnte und dass die Diagnose Hirnödem die wahre Natur der zugrunde liegenden Krankheit verschleiert haben könnte. Er glaubt, dass dies der Fall gewesen sein könnte. Paul Lee unterstreicht die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs zwischen Lees früherem hitzebedingten Ereignis und den Bedingungen, die schließlich zu seinem Tod führten, indem er die Meinungen von Spezialisten und die Erkenntnisse von Medizinern heranzieht. Dies stützt die Annahme, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen besteht. In der von Paul Lee durchgeführten Untersuchung werden auch die Umstände berücksichtigt, die Lees letzte Momente begleiteten. Im Juli, als die Temperaturen 33,9 Grad Celsius, 93 Grad Fahrenheit erreichten, starb Lee an einem Tag, an dem es extrem heiß war. Dies ist eine Tatsache, die es verdient, erwähnt zu werden, um die Aufmerksamkeit auf die Besonderheiten von Lees Handlungen zu lenken, die zu seinem Sturz geführt haben, stellt Paul Lee diese in den Mittelpunkt. Dazu gehört die Tatsache, dass er sich unter einer dicken Decke hinlegte und dass er ein Medikament einnahm, das sowohl Aspirin als auch ein Beruhigungsmittel enthielt. Beide Faktoren trugen zu seinem Zustand bei. Um zu veranschaulichen, wie diese Faktoren zusammenkamen, um einen tödlichen Hitzschlag auszulösen, der durch die maskierenden Wirkungen der Medikamente noch verschlimmert wurde, entwirft Paul Lee eine faszinierende Geschichte, die verschiedene Aspekte miteinander verknüpft. Er nutzt diese Geschichte, um zu erklären, wie diese Variablen zusammenkamen und den Hitzschlag verursachten. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Ergebnisse von Lees Autopsiebericht Paul Lees These Glaubwürdigkeit verleihen, was von absoluter Bedeutung ist. Als Beispiel für Merkmale, die mit dem Fehlen einer Überdosis oder einer unerwünschten Arzneimittelwirkung als mögliche Ursachen für Lees Tod vereinbar sind das Fehlen allergischer Reaktionen und das Vorhandensein normaler Medikamentenspiegel in seinem Körper. Beispiele für Variablen, die mit dem Fehlen dieser möglichen Ursachen vereinbar sind. Ein alternatives Argument ist, dass die im Obduktionsbericht festgestellte erhebliche Schwellung von Lees Gehirn der Theorie mehr Gewicht verleiht, dass Hitze die Ursache für seinen Tod war.
Dies ist eine alternative Erklärung. Pauleys Sichtweise wird von den Meinungen medizinischer Experten gestützt, darunter die von Dr. Donald Langford, und die Tatsache, dass er einen Hitzschlag als möglichen Grund für Lees Tod zugibt, ist eine weitere Bestätigung dafür, dass seine Position durch die Ansichten medizinischer Fachleute gestützt wird. Das von Matthew Pauly vorgelegte Konzept bietet eine überzeugende Alternative zu den herkömmlichen Erklärungen, die im Zusammenhang mit der Neubewertung der Umstände des Todes von Bruce Lee vorgebracht wurden. Indem er methodisch eine Reihe von Merkmalen von Lees Leben und Gesundheit zusammenstellt, entwickelt Pauly ein starkes Argument für die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hitzeschlag der wahre Grund für Lees frühen Tod war. Die Triadentheorie. Die Beteiligung der Triaden, einer prominenten chinesischen kriminellen Vereinigung mit einer Hochburg in Hongkong und anderen Gebieten Asiens, gilt allgemein als eine der zwingendsten und am heftigsten diskutierten Hypothesen im Zusammenhang mit dem tragischen Tod von Bruce Lee, einer Legende auf dem Gebiet des Kampfsports. Es wird nämlich angenommen, dass die Triaden in den Tod von Bruce Lee verwickelt waren. Diese Theorie besagt, dass Lees tragischer Tod letztlich auf seine problematische Beziehung zu den Triaden zurückzuführen ist, die er während seines Aufenthalts in Hongkong unterhielt. Diese Hypothese stützt sich auf die Behauptung, dass Lees Beziehung zu den Triaden problematisch war. Es wurde behauptet, dass Lees unkonventionelle Herangehensweise an die chinesischen Kampfkünste in seinen Filmen bei den Triaden Besorgnis auslöste. Sie sahen in seinen unkonventionellen Strategien und seiner Missachtung traditioneller Kampfkunsttraditionen einen gezielten Versuch, ihre Autorität zu untergraben. Die Triaden interpretierten Lees Filme als eine direkte Herausforderung ihrer Macht, weshalb es zu diesem Szenario kam. Darüber hinaus verschärfte Lees mutige Konfrontation mit etablierten Kampfkunstlehrern an Schulen in Hongkong, denen Verbindungen zu den Triaden nachgesagt wurden, die Spannungen zwischen ihm und der kriminellen Organisation weiter. Diesen Professoren wurde nachgesagt, dass sie Studenten in den Kampfkünsten ausbildeten. Im Bereich der Kampfkünste wurden seine Filme als direkte Bedrohung für die Vorherrschaft der Triade und als eklatante Missachtung der von ihr begründeten kulturellen Tradition angesehen. Diese Auffassung hat sich über die Jahre hinweg nicht geändert. Ein weiterer Punkt, der dieses Szenario überzeugend macht, ist die Tatsache, dass die Triade sich bemüht haben soll, Lee dazu zu bringen, ihnen Geld zu geben. Lees Weigerung, den Forderungen der Triade nach Schutzgeldern nachzukommen, stellte eine direkte Gefahr für die Fähigkeit der Triade dar, die Kontrolle über die lukrative Filmindustrie in Hongkong zu behalten. Lee, der ein sehr erfolgreicher und wohlhabender Schauspieler und Produzent ist, weigerte sich, diesen Forderungen nachzukommen, was eine direkte Bedrohung für die Kontrolle der Triade über die Branche darstellte. Darüber hinaus stellten Lees Ambitionen, seine Karriere in Hollywood und anderen globalen Märkten voranzutreiben, eine Bedrohung für die Fähigkeit der Triade dar, Einfluss auf ihn auszuüben. Ihre Fähigkeit, dies zu tun, wurde durch Lees Ziele in Frage gestellt. Dies könnte sie dazu veranlasst haben, ihn nicht nur als jemanden zu sehen, der bestraft werden muss, sondern auch als feindlichen Gegner, der bestraft werden muss. Die dritte Komponente der Triadentheorie besagt, dass das Motiv der einzelnen Personen, Lee zu töten, möglicherweise durch persönliche Rachegefühle oder Konflikte mit bestimmten Mitgliedern der Triaden genährt wurde. Dies könnte der Fall gewesen sein, weil die Personen einen persönlichen Groll gegen Lee hegten. Aufgrund seiner freimütigen Persönlichkeit und seines Widerwillens, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen, könnte er in Konflikte mit prominenten Personen innerhalb des Unternehmens verwickelt worden sein. Diese Konflikte hätten zu einem rasenden Zorn und einem Schwur geführt, sich an denen zu rächen, die ihm Unrecht getan hatten. Es gibt auch Gerüchte, dass Lee sexuelle Kontakte zu Frauen hatte,
die mit den Triaden in Verbindung standen, wie zum Beispiel die Schauspielerin Betty Ting. Diese Gerüchte kursieren schon seit geraumer Zeit. Diese Berichte könnten bei den Mitgliedern des Verbrechersyndikats Gefühle der Eifersucht und des Hasses geschürt haben, was die ohnehin schon vorhandenen Spannungen zwischen Lee und den Triaden noch verstärkte. Die Art und Weise, in der die Triaden Lees Tod inszeniert haben sollen, ist ein weiterer interessanter Aspekt. Das Konzept impliziert, dass sie bei der Hinrichtung ihrer Opfer eine Reihe von Strategien angewandt haben könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vergiftung, Erschießung, Erstickung oder Strangulation zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die schrecklichste Variante ist jedoch die Anwendung einer Technik, die als Death Touch oder Dim Mak bekannt ist und bei der auf bestimmte Druckpunkte des Körpers exakter Druck ausgeübt wird. Diese Druckpunkte haben das Potenzial, innere Schäden oder sogar den Tod zu verursachen. Es wird vermutet, dass die Triaden einen erfahrenen Kampfsportler, entweder einen Rivalen oder einen ehemaligen Schüler von Lee, dafür bezahlt haben, den Dim Mak entweder direkt oder indirekt anzuwenden, was letztlich zu Lees frühem Tod führte. Diese Annahme wird durch die Tatsache gestützt, dass der Dim Mak verabreicht wurde. Die Befürworter der Triaden-Hypothese verweisen auf eine Reihe von Indizien und Zeugenaussagen, die die Legitimität der Theorie zu untermauern scheinen. Da es Behauptungen über Todesdrohungen und Sabotageakte gab, die den Triaden zugeschrieben wurden, um Lees Filmbemühungen zu vereiteln, erhält diese Ansicht durch die Tatsache, dass diese Berichte mit den Triaden in Verbindung gebracht wurden, mehr Gewicht. Lees frühere Erfahrung mit einem Hirnödem, das auf einen fehlgeschlagenen Versuch der Triaden zurückzuführen sein soll, die Dim Mak-Technik auszuführen, in Verbindung mit seinen Symptomen von Kopfschmerzen und Schwindel am Tag seines Todes, passt ebenfalls zu dieser Theorie. Diese Hypothese geht davon aus, dass die Dim Mak-Methode erfolglos war. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Lee an dem Tag, an dem sich die traurigen Ereignisse ereigneten, ein Restaurant besuchte, das angeblich von den Triaden betrieben wurde. Dies lässt vermuten, dass er entweder direkt mit Mitgliedern der kriminellen Organisation zusammentraf oder dass er vergiftet wurde. Es wird spekuliert, dass das Vorhandensein von Blutergüssen und Nadelnarben an Lees Körper nach seinem Tod als möglicher Beweis für die Dim Mak-Technik oder als Versuch der Triaden, ihre Beteiligung an seiner Ermordung zu verbergen, interpretiert werden könnte. Dies ist eine Hypothese, die aufgestellt wurde. Infolge der darauf folgenden tragischen Ereignisse, darunter die Erschießung seines Sohnes Brandon Lee an einem Filmset im Jahr 1993 sowie des mysteriösen Verschwindens oder Todes von Personen, die mit Lee in Verbindung standen und möglicherweise belastendes Wissen über die Triaden besaßen, erhielten Spekulationen über deren mögliche Verwicklung in Bruce Lees Tod zusätzlichen Auftrieb. Auch wenn die Triadentheorie überzeugend erscheinen mag, muss sie kritisch betrachtet werden. Das liegt daran, dass es sich um ein rein theoretisches Konzept handelt und dass es keine konkreten Beweise dafür gibt, dass die Triaden direkt für Bruce Lees Tod verantwortlich sind. Der Fluch der Familie Lee. Der Lee-Familienfluch ist ein Beispiel für eine besondere und tragische Geschichte, die Bruce Lees Vorfahren viele Jahre lang geplagt hat. Dieser Fluch stammt von der Familie Lee. Seit Beginn der menschlichen Existenz haben die Menschen die Vorstellung, dass Flüche und Aberglaube Teil der menschlichen Geschichte sind. Der Fluch der Familie Lee ist ein Beispiel für ein solches Erbe. Im Rahmen dieser Theorie sollen die männlichen Mitglieder der Familie Lee das Ziel eines bösartigen Geistes sein, der sie im Laufe ihres Lebens vorzeitig und gewaltsam sterben lässt. Es gibt eine Reihe von Lee-Verwandten, die infolge dieses Fluchs umgekommen sein sollen, darunter Bruce und Brandon, Bruces Sohn. Die Legende besagt, dass dieser Fluch für ihren Tod verantwortlich war. Andererseits, woher stammt dieser Fluch? Und gibt es Beweise, die die Existenz dieses Fluchs belegen? Das Konzept,
dass die Familie Lee verflucht ist, lässt sich auf die chinesische Folklore und den Aberglauben zurückführen, wo seine Ursprünge zu finden sind. Während der Tang-Dynastie wurde ein großer Feldherr namens Li Yun mit dem Fluch eines mächtigen Zauberers belegt. Li Yun war für seine Tapferkeit und Loyalität bekannt und wurde zur Zielscheibe des Fluches. Eine Interpretation der Geschichte besagt, dass der Fluch aus der Zeit stammt, als die Tang-Dynastie an der Macht war. Das feierliche Versprechen des Zauberers, dass Li Yun und seine Nachkommen nie älter als 33 Jahre werden würden, bildete den Rahmen für die katastrophalen Umstände, die der Familie Li widerfuhren. Nach einer alternativen Interpretation der Geschichte steht der Fluch im Zusammenhang mit einem Kommandanten namens Li Su, der während der Song-Dynastie diente. Li Su wurde vom Hofmagier des Kaisers mit einem Fluch belegt, weil er seinen Monarchen verraten hatte. Infolgedessen wurde Li Su mit einem Fluch bestraft. Dieser Fluch, der Li Su und seine Nachfolger zum Tod durch Verbrennung mit Feuer oder Metall verdammte, trug dazu bei, dass das unglückliche Erbe der Familie Li über viele Generationen hinweg fortbestehen sollte. Dieses tragische Vermächtnis wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Geschichten einen unbestreitbaren Einfluss auf den Glauben und die Handlungen der Familie Li im Laufe der Geschichte hatten, auch wenn nicht mit Sicherheit bekannt ist, ob diese Geschichten wahr sind oder nicht. Besonders nach dem Tod von Bruce' älterem Bruder vor Bruce' Geburt waren Li Hoi-Chuan und Grace Ho, Bruce Lees Eltern, extrem spirituell und abergläubisch. Dies galt vor allem nach dem Tod von Bruce' Brüdern. Besonders nach dem Tod von Bruce' älterem Bruder wurde dies zur Realität. Die Furcht der Familie vor den möglicherweise schädlichen Auswirkungen des Fluchs wird noch dadurch verstärkt, dass es eine Denkschule gibt, die behauptet, der Fluch sei für den frühen Tod seines Bruders verantwortlich gewesen. Um Bruce vor der angeblichen Bedrohung durch den Fluch zu schützen, trafen seine Eltern Vorsichtsmaßnahmen, indem sie ihn Zbi, kleiner Phönix, nannten, was eine weibliche Bezeichnung ist, ihm Kleidung anzogen, die eher für Damen geeignet war, und sogar darauf verzichteten, ihn mit seinem richtigen Namen, Junfan, anzusprechen. All diese Maßnahmen wurden ergriffen, um Bruce vor der angeblichen Gefahr zu schützen, die der Fluch mit sich brachte. Mit diesen Handlungen sollte der feindliche Geist dazu gebracht werden, Bruce für ein Mädchen zu halten und ihn so aus dem Griff des Geistes zu befreien. Außerdem suchten Bruces Eltern den Rat von Wahrsagern und Astrologen, die sie vor dem möglicherweise glücklichen, aber auch gefährlichen Verlauf der Ereignisse warnten, die ihren Sohn treffen würden, und sie ermutigten, vorsichtig mit seiner Gesundheit und Sicherheit umzugehen. Darüber hinaus wurden sie angewiesen, sich um die Gesundheit und Sicherheit ihres Sohnes zu kümmern. Trotz des bedrohlichen Schattens, den der angebliche Fluch auf ihn warf, führte Bruce Lees unbezwingbarer Geist ihn auf einen Weg, der ihn sowohl zum Trotz als auch zu spannenden Abenteuern zwang. Als er 18 Jahre alt war, zog er in die Vereinigten Staaten und begann sofort, sich in das Studium der Kampfkünste zu vertiefen und sie auch anderen zu lehren. Jeet Kune Do war der Name der Kampfkunstschule, die er schließlich unter seinem eigenen Namen gründete. Bei seinem Streben nach einer Karriere in Hollywood stieß er sowohl auf Diskriminierung als auch auf großen Erfolg. Während er Klischees durchbrach und zu einer bekannten Figur in der Filmbranche wurde, sah er sich gleichzeitig mit Vorurteilen konfrontiert. Die bedauerliche Wahrheit ist, dass es viele Menschen gibt, die an das Konzept des Fluchs der Familie Lee glauben und der Meinung sind, dass Bruces Tod nicht nur ein Unfall war, sondern vielmehr eine Manifestation des Fluches. Zu den beunruhigenden Zufällen, auf die sie sich beziehen, gehört die Tatsache, dass er im gleichen Alter wie sein Großvater verstorben ist und dass er einen Traum hatte, in dem er und seine Frau eine Vorahnung seines eigenen Todes hatten.
Diese beiden Ereignisse sind Beispiele für die Tatsache, auf die sie sich beziehen. Es wird auch berichtet, dass Bruce in seinen Spiegeln einen Dämon gesehen hat und dass er vergleichbare Erlebnisse in seinen Filmen nachgestellt hat. Beides soll sich ereignet haben. Ein weiteres Indiz, das diesen Standpunkt untermauert, sind die angeblichen Sichtungen eines Spuks. Der frühe Tod von Brandon Lee, dem Sohn von Bruce Lee, der bei den Dreharbeiten zu The Crow durch einen tragischen Unfall ums Leben kam, hat dazu beigetragen, dass die Idee des Lee-Familienfluchs immer populärer wurde. Diese Person, Brandon Lee, war Bruce Lees Sohn. Der Glaube an den Fluch wurde durch die Parallelen verstärkt, die zwischen dem tödlichen Ereignis, das Brandon widerfuhr, und dem Tod seines Vaters bei der Arbeit an einem Filmset festgestellt worden sind. Da Brandons Tod nur wenige Tage vor der Premiere eines Films, der auf Bruce Lees Leben basiert, eintrat, werden die schrecklichen Umstände, die die Familie Lee umgeben, durch die Tatsache, dass Brandons Tod eintrat, noch verschlimmert. Es ist möglich, dass auf der Familie Lee tatsächlich ein Fluch lastet. Es ist aber auch möglich, dass es sich bei den traurigen Ereignissen lediglich um eine Reihe unglücklicher Zufälle handelt. Im Laufe der Zeit hat das interessante und schreckliche Vermächtnis, das die Familie Lee hinterlassen hat, die Öffentlichkeit in Atem gehalten und Debatten und Diskussionen über die Kraft des Glaubens, den Aberglauben und die Idee des Schicksals ausgelöst. War Bruce Lee wirklich unschlagbar oder hätte Chuck Norris ihn in einem echten Kampf besiegen können? Wenn du dich für Kampfsportgeschichte, Actionfilmlegenden und Hollywood-Geheimnisse interessierst, vergiss nicht, die Seite zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.